Moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Video in der Minecraft PvP Client Coding Tutorial Reihe. Äh, Vorweg, ich entschuldige mich jetzt schon für die ganzen Ms, die ich sage, weil ich das Video frei aufnehme und ich quasi noch nicht so erfahren bin in der Videoaufnahme. Außerdem dafür, falls mein Mikrofon irgendwie schlecht eingestellt ist oder so, da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert. Also wenn ich mal übersteuere oder rausche, dann entschuldige ich mich dafür. So, was machen wir in dem Video? Ich zeige euch quasi, wie ihr euren Workspace aufsetzt, wo ihr dann den Client quasi drin programmieren werdet. Als erstes, es gibt zwei Programme. Es gibt einmal IntelliJ IDEA. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ich glaube. Ähm, Das werden wir benutzen. Dann gibt es das weitaus bekanntere wahrscheinlich. Das ist Eclipse. Ist auch gut. Ich mag IntelliJ IDEA oder IJ lieber, weil es einfach die Sachen schneller quasi vervollständigt automatisch, ein paar Sachen einfach übersichtlicher sind. Falls ihr Eclipse benutzen wollt, das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt zwar nicht zeigen, wie ihr das Ganze in Eclipse aufsetzt, aber es ist mehr oder weniger im Grunde das Gleiche. Hm, Falls ihr dann quasi Fragen dazu habt, wenn ihr bei Eclipse nicht weiterkommt, falls ihr Eclipse benutzt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. So, ja, also dann, was ihr als erstes braucht, ist in dem Fall jetzt hier das Programm. Die URL, also den Link, packe ich euch in die Beschreibung. Da geht ihr dann halt auf Download und ladet euch am besten die Community-Version runter. Die ist kostenlos und hat alle Sachen, die wir quasi brauchen. Ähm, Da bekommt ihr jetzt erstmal so einen Installer, das installiert ihr dann das Ganze. Ich denke, das weiß jeder, wie das geht, so grob. Ja, genau. Dann habt ihr schon mal euer Programm. Dann, was ihr als nächstes macht, ist, ihr erstellt euch einen Ordner. Ich nenne den jetzt mal PvP Client. Ja. Ähm, in einem Ordner, ja, das ist basically einfach der Client-Ordner. Dann, ich habe euch die vier Links hier mal, das brauchen wir alles, in die Beschreibung gepackt. Einmal, also ich werde das Ganze auch hier downloaden, dann seht ihr, es ist kein Virus, ja. Ich werde auch diese Sachen, die ich gedownloadet habe, benutzen und nicht sagen, ja, ich habe das jetzt schon vorinstalliert und dann benutze ich das. Ähm, Das ist einmal MCP. MCP decompiled quasi Minecraft, das heißt, es gibt euch, ihr startet es und dann gibt es euch mehr oder weniger den Code von Minecraft aus. Dann brauchen wir Optifine, beziehungsweise die Optifine Source halt. Ne? Das Ganze ist halt, damit ihr Optifine in dem Client schon mal vorintegriert habt. Mm, Dann nehmt ihr noch die Assets hier. Die sind da, damit wir die Shader auch bearbeiten können, falls wir das mal machen. Weiß ich nicht, ob wir das machen, aber ihr habt dadurch die Möglichkeit auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es dann später noch hinzufügbar ist. Weiß ich nicht genau, habe ich noch nicht ausgetestet. Dann nehmt ihr noch hier Backmath. Das ist eine Java Library. Mm, Ja, genau. Die Sachen braucht ihr quasi jetzt alle erstmal. Ich ziehe die jetzt mal. Ähm, Ich ziehe die ganzen Sachen jetzt mal hier quasi in den Assets-Ordner. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt euch die einfach ganz normal auf den Desktop ziehen. Mm, Und ja, perfekt. Mhm. So, zack, zack, zack. Dann könnt ihr eigentlich den Browser schließen. Was ich vergessen habe zu sagen, ähm, ihr braucht auch JDK dafür, also das Java Development Kit. Ähm, Das bekannteste, wo ihr das finden könnt, ist, warte mal, oh, huch, ist Oracle. Da müsst ihr euch aber inzwischen registrieren, um das runterzuladen. Ihr müsst halt mal schauen, findet ihr das selber. Wir benutzen jetzt aber nicht das neueste, das JDK 15, sondern wir benutzen das JDK 1.8. Also bitte darauf achten, dass ihr euch dann ein 1.8er bitte downloadet, weil ja.
darüber machen wir es jetzt. Mit JDK 15 wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber das Ganze halt, damit eure Sachen alle so sind wie bei mir quasi und es dann nicht zu Problemen oder so. Sobald ihr das dann alles gemacht habt, geht ihr hier noch in Client-Ordner, ja, und nehmt die Assets her. Ihr braucht ihr Mediafire? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe jetzt hier, nicht Mediafire, sorry, WinRAR. Ich habe das Ganze jetzt hier. Sollten die meisten aber so und so haben. Dann öffnet ihr hier MCP. Da sind jetzt viele Dateien drin. Brauchen wir gar nicht alle, sondern die wichtigsten sind quasi von Config bis Changelog. Dann noch Decompile dazu auswählen. Das ist im Grunde das Ganze, was wir jetzt brauchen. Das zieht ihr da einmal rein. So, dann drückt ihr auf Decompile. Das Ganze wird jetzt quasi decompiled. Falls da ein Error kommt, ja, das habe ich vergessen zu sagen. Falls ihr dann Error bekommt, dass es nicht decompiled werden kann, dann müsst ihr zuallererst mal in euren Minecraft Launcher gehen, ja. Hier, ihr müsst einmal mindestens dann die 1.8.8, das ist die Version, mit der wir arbeiten, müsst ihr starten, sprich, ihr nehmt halt die 1.8.8, sagt jetzt, sagen wir Test einfach, erstellen, dann geht ihr auf Spielen, nimmt hier, ja, ihr seht, ich habe hier schon ein paar Mal das gemacht, Test 1.8.8, drückt halt auf Spielen. Das Decompilen, das dauert eine Zeit, ja. Das muss nämlich ziemlich viele und ziemlich große Dateien oder mehr oder weniger große Dateien decompilen. Ich werde das Ganze jetzt einfach cutten und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das decompiled ist. Ja, bis gleich. So, wir müssten jetzt gleich fertig sein. Ich habe das jetzt zwar nicht bis zum Ende vorgespult, aber ist dir egal. Wie gesagt, das Ganze dauert immer eine Zeit lang. Hm, ja, genau. So, warte mal. Okay, sorry. Ähm, ja, also es gibt mehrere Sachen, warum ihr einen Error bekommen könnt. Ich weiß es gerade gar nicht alles, weil normalerweise sollte alles ganz normal ablaufen. Ähm, eine Sache, die es aber manchmal gibt, ist, ja, also hier zum Beispiel, es ist fertig decompiled, drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn das kommt, ist eigentlich im Grunde alles perfekt abgelaufen. Es kann sein, wenn ich hier bei Decompiling, da müsste es stehen, einen Error bekommt, dann kann es sein, dass ihr zu wenig RAM habt oder so. Also das kann man fixen. Ich weiß aber nicht wie. Das müsstet ihr selber im Grunde mal googeln und dann schauen. So, das Ganze ist jetzt fertig bei uns. Drücken wir einfach mal Enter. Dann seht ihr hier, haben sich die ganzen Dateien quasi geladen. Ähm, Dann sind wir noch nicht fertig. Wir gehen nämlich jetzt in Source, ja, dann Minecraft und dann seht ihr hier das beides. Da ziehen wir jetzt, also jetzt öffnen wir Optifine hier, ziehen diese Sachen hier alle dort mit rein. Das wird jetzt, je nachdem, was ihr für einen PC habt, ähm, eine Zeit lang dauern. Das hängt auch manchmal einfach, aber das ist ganz normal, weil das sind ein paar Dateien, die das rüber kopieren muss. Dann geht ihr auf Dateien im Ziel ersetzen. Wartet hier, bis es fertig ist. So, genau. Dann ist das Ganze fertig. Könnt ihr das wieder schließen. Dann nehmt ihr die Assets, falls wir, wie gesagt, das mit den Shadern machen wollten, weil dann, also ihr seht hier zum Beispiel, sind nur diese zwei Sachen drin, momentan noch. Wenn wir jetzt mal hier die Assets aber reinziehen. Das dauert auch wieder kurz. Dateien im Ziel ersetzen. Dann seht ihr, sind hier deutlich mehr Dateien drin. Das Ganze ist wichtig für Shader oder an sich halt so Sachen. Und das solltet ihr auch machen. Dann, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr quasi wieder hier in den Client-Ordner, also ganz nach vorne. Dann geht ihr auf Lib, ja, für Libraries. Da zieht ihr dann WACMath rein. Das bitte machen. Es ist, glaube ich, nicht hundertprozentig nötig. Es kann aber zu Bugs kommen, wenn ihr es nicht macht. Also macht es einfach, weil es schadet nicht und preventet einfach Bugs. So,
dann seid ihr basically hier mit diesem Ordner fertig. Dann geht ihr jetzt in meinem Fall auf ID. Ja? Hier nicht wundern, das ist bei euch nicht. Bei euch ist quasi nur dieser Screen hier. Das ist nur da, weil halt wegen einem anderen Client. Das ist aber für euch jetzt nicht wichtig. Dann geht ihr auf OpenMore Import. Das Ganze ist jetzt halt hier nicht alles geöffnet für euch. Die Sache ist dann, das ist unter Users. Dann, je nachdem, was halt euer Windows-Name quasi ist, geht ihr da halt drauf, ja. Ich weiß gar nicht, warum der so heißt bei mir. Sagen wir, ja, ist Peter, dann steht halt jetzt Peter. Dann bei den meisten wird das Ganze direkt unter Desktop sein. Bei mir nicht, weil ich OneDrive drauf habe. Ich weiß gar nicht, warum das dann nur in OneDrive angezeigt wird, aber es ist auf jeden Fall so. Also falls ihr das bei Desktop nicht findet, dann geht ihr in OneDrive. Dort geht ihr dann auf Desktop und dann hier auf den Client-Folder, dann Eclipse oder Eclipse und dann wählt ihr hier Client aus. Dann drückt ihr OK. Diese Fehlermeldung kann kommen, das ist ganz normal. Dann drückt ihr da nochmal OK. Und es kann sein, dass ihr einen Error bekommt dabei, wo die ich glaube die MCP-Datei nicht richtig ist. Da geht ihr dann, das wird dann rot angezeigt, da geht ihr dann auf diesen Stift drauf. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil es passiert nur beim ersten Mal, wenn man das macht. Geht ihr auf den Stift drauf und wählt das jeweilige aus. Falls ihr da irgendwelche Hilfe braucht, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles so gut wie möglich zu beantworten. Ähm, aber jetzt haben wir im Grunde schon hier unseren Arbeitsplatz. Ja. Was wir jetzt aber noch machen, ist, ihr geht einmal da drauf, dann Project. Hier könnt ihr zum Beispiel jetzt euer Project renamen. Sagen wir machen jetzt einfach PvP-Client. Ja. Das ist erstmal nicht wichtig, müsst ihr nicht machen, aber ja, könnt ihr. Dann geht ihr auf 1.8, ja. Also ändert das Ganze. Dann Project Language Level ändert ihr auch zu 8. Da also hier Language Level müsste auf 8 gechanged sein. Wenn es das nicht ist, dann benutzt ihr da auf jeden Fall 8. Dann hier geht ihr drauf, ja. Und dann als Module SDK nehmt ihr auch 1.8, drückt ihr Apply, dann geht ihr noch in Libraries, drückt Plus, Java und dann wählt ihr hier den Libraries-Ordner aus, also in eurem Client-Folder, drückt OK, OK, Apply. So, das war's eigentlich. Hier drückt ihr auf OK. Okay, gut. Dann machen wir Add Configuration, Application. Achso, ja, dann nimmt ihr, ja, genau, Add Configuration Application, nennt das Ganze, also ihr könnt es auch einfach nicht renamen. Ich nenne es jetzt Executor, ja. Als Main Class nehmt ihr die Default Package Start Class hier. Die müsste eigentlich direkt ausgewählt sein, aber die nehmt ihr jetzt einfach, ja. Das ist die ganz normale Minecraft Startklasse. Für VM Options, da gibt es einen Bug, jeweils bei Eclipse und auch bei ID. Oder ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber ihr müsst auf jeden Fall, ich packe euch das in die Beschreibung. Ihr braucht hier, müsst ihr kopieren, ja, bei ID, ja. Kopiert ihr das, fügt es ein. Ganz wichtig, ihr müsst alles mit kopieren, sonst funktioniert es nicht. Hier wählt ihr als Working Directory JARS aus. Dann das passt. Drückt ihr auf Apply. Jetzt könnt ihr das Ganze runnen. So. Dann dauert das Ganze kurz, bis es das quasi zusammengebaut hat. Okay. So. Es kann sein,
dass eine Fehlermeldung bei euch kommt. Gott, was ist das? So. Es kann sein, dass da eine Fehlermeldung bei euch kommt. Das Ganze kann ich jetzt hier leider halt nicht simulieren quasi. Aber es kann sein, jetzt nicht von dem, was ich mache, verwirren lassen, dass ihr wie hieß es? Genau, dass ihr da müsste dann irgendwie rot markiert Entity Renderer 1.java, Entity Renderer 2.java, also mit diesem Dollarzeichen sein. By the way, wenn ihr zweimal hintereinander schnell Shift klickt, ja, dann kommt ihr quasi in dieses Suchmenü. Da könnt ihr alle Klassen durchsuchen. Da gebt ihr dann ein, falls es nicht direkt bei euch aufploppt, Entity Renderer. Und dann seht ihr hier den 1er und den 2er könnt ihr euch auch aufmachen. Und dann macht ihr, ja, hier, Entity Renderer. Ich muss das Ganze jetzt tatsächlich nicht machen, weil bei mir funktioniert. Aber falls ihr den Fehler bekommt, macht ihr quasi hier, hovert ihr hier drüber, über dem grünen, über dem Classnamen, macht Rechtsklick, dann ganz wichtig, nicht einfach so Rename, sondern Refactor, dann Rename und dann macht ihr einfach dieses Dollarzeichen hier weg und drückt Enter, okay? Das macht ihr einmal hier, bei diesem und dann macht ihr das Ganze hier genauso, ja, zack, hier Refactor, Rename und dann das Dollarzeichen wegmachen. Das sollte das Ganze fixen. Dann solltet ihr ganz normal Minecraft starten können. Falls es nicht der Fall ist, dann müsst ihr mal das Spezifische entweder googeln oder auch in die Kommentare schreiben. Es gibt mehrere Bugs, wie gesagt. Das sind jetzt aber mal so die Main-Bugs, die oft auftreten. Es kann, das ist blöd, dass ich das jetzt erst sage, es kann passieren, dass euch quasi, dass ihr das Ganze decompiled, ja. Also jetzt sind wir wieder bei vorhin. Zieht alle Assets und so rein, kommt dann hier rein und dann äh, habt ihr hier nicht den Client und den Minecraft-Ordner oder nur den Client-Ordner oder so. Dann könnt ihr dann könnt ihr das alles nicht machen, was wir hier machen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber dann, was wollte ich jetzt sagen? Dann müsst ihr das Ganze nochmal decompilen, nochmal alles machen, komplett von vorne, also Ordner löschen, neu erstellen, komplett von vorne, neu auswählen, auch hier in ID. Ist umständlich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber manchmal ist es so. Ich habe auch das Gefühl, es kann einfach nur Schwachsinn sein, was ich erzähle, ja. Äh, aber ich habe das Gefühl, wenn du nicht Client, also hier Client, im Folder-Name mit drinstehen hast, dann funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob es das ist tatsächlich, habe ich nicht ausprobiert, aber ganz oft, als ich Client nicht reingeschrieben habe, hat es nicht funktioniert. Das kann jetzt aber auch einfach nur ein wirklich dummer Zufall sein. Ähm, ja, genau. Dann habt ihr hier im Grunde das jetzt. Nochmal, machen wir weiter. Das ist euer Workspace. Hier könnt ihr dann die Sachen machen, die ihr wollt. Wir können direkt loslegen. Oder was heißt loslegen? Aber wir können zum Beispiel schon mal den, den Client erstellen, beziehungsweise den Client-Ordner erstellen. Ähm, Ihr macht euch hier bei Minecraft den Net-Ordner auf, den Minecraft-Ordner aus. Dann könnt ihr theoretisch irgendeins auswählen. Macht einfach Block, ja. Macht Rechtsklick, New, dann Package. Und das hier löscht ihr raus. Normalerweise ist es in Java oder an sich so, dass du zum Beispiel die URL und dann das Project und so hast. Sagen wir zum Beispiel jetzt, hast net.peter.mcproject oder so, ja. Das Ganze brauchen wir jetzt aber nicht. Das wird im Grunde nur gemacht, der Übersichtlichkeit halber und wenn mehrere Leute daran teilnehmen. Ihr habt jetzt keine Fehler, wenn ihr das nicht macht. Ihr könnt es machen,
aber müsst ihr, wie gesagt, nicht. Ich werde das jetzt hier auch nicht machen. Äh, Ich gebe jetzt einfach mal PvP-Client ein, ja, oder einfach nur Client, ja, macht man nur Client, Enter. Dann habt ihr hier den Client und da könnt ihr dann direkt New Java Class und dann hier Class, einfach ganz normale Class, äh, und dann erstellt ihr Client. Und das hier wird hier einfach die Main Class von eurem Client sein, ähm, wo wir dann auch mitarbeiten. Das Ganze werde ich jetzt mal schnell hier. Entweder Steuerung S könnt ihr machen oder einfach Save All. Saven. Hm, ja, genau. Dann würde ich sagen, ähm, das war's das im Grunde jetzt schon mit dem ersten Tutorial, mit dem Setup, etc. Falls ihr Fragen habt, falls was unklar war, falls ihr, weiß ich nicht, Verbesserungsvorschläge in Richtung Mikrofon habt oder sowas, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Des Weiteren würde ich euch bitten, die Sachen, die ihr als erstes haben wollt, in die Kommentare zu schreiben, weil ich nicht weiß, was euch genau interessiert. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ihr sagt, ja, zeig uns mal schnell, wie man codet, dass du verschiedene Datenbanken hast, dass das Ganze dann, zum Beispiel, dass dir angezeigt wird, jeder, der ähm, mit dem Client spielt oder so, äh, dass es dann oben in deinem Tab angezeigt wird und so Sachen, die serverabhängig sind, weil es macht einfach noch keinen Sinn. Wir haben noch nichts in dem Client drin, es ist viel zu weit vorgegriffen. Ähm, Ich würde jetzt vielleicht als nächstes direkt, das machen viele oft, quasi so die Discord Sache machen, dass ihr quasi, wenn ihr Discord habt und dann spielt, dass ihr dann da stehen habt, ähm, ja, also dass euer Client quasi in Discord angezeigt wird. Sagen wir, ihr nennt jetzt euren Client Test-Client, wird im Discord angezeigt, wenn ihr den startet, euer Name, sagen wir Peter, spielt Test-Client oder so. Und das Ganze dann auch mit Bild. Ansonsten, ja, vielleicht auch so Standarddinger, FPS-Anzeige, vielleicht sogar schon Cosmetics, ist im Grunde nicht so schwer. Wie gesagt, schreibt einfach rein, was euch interessieren würde. Mm, ja, ansonsten lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann, achso ja, wichtige Info noch, es wird jetzt nicht jeden Tag ein Video kommen, wie ihr codet. Ich muss schauen, wie schnell ich die Videoproduktion schaffe. Ähm, und bitte hetzt mich da nicht, ja. Sonst mache ich so Fehler im Client und so weiter. Erzähl das Ganze gehetzt, dann kommen Leute nicht mit, verstehen das nicht. Ja, bitte einfach da ein bisschen warten, ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, das ist blöd, wenn man direkt loscoden will und dann den Client erstellen will und so. Ich weiß, das ist blöd, aber ja, ist halt so. Tut mir leid. Ähm, ja, genau. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, haut rein. Ciao.